Moin Leute! Endlich wieder zurück und gleich mit den neuesten Ereignissen. Es ist an sich nicht viel passiert, aber am Wochenende ist es soweit. Die BlizzCon steht vor der Tür und findet vom 3. bis 5. November statt. Uns erwartet Großes, hoffe ich zumindest. Der Zeitplan wurde auch schon veröffentlicht. Für uns WoW-Klassik-Spieler ist der Freitag wichtig, und zwar um 23:30 Uhr wird über die Zukunft von WoW Klassik gesprochen. Ihr erhaltet natürlich auf diesem Kanal schnellstmöglich alle Informationen. Ansonsten hat noch am 31.10. das OTK-Turnier stattgefunden mit 100.000 Euro Preisgeld. Sieger des Turniers wurde der Hexenmeister Snots. Vielleicht kennt die ein oder anderen ihn. Er hat sich im packenden Finale gegen Siko, dem Magier, durchgesetzt. Zwei Koryphäen des PvPs sind hier aufeinander getroffen. Blizzard hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, was die 10 häufigsten Todesursachen sind. Das Video ist echt genial und das wollte ich kurz mit euch anschauen. So Leute, schauen wir uns das Video an. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe nur den Anfang kurz gesehen und dann, wo die 10 angefangen haben, habe ich aufgehört, weil ich es mit euch anschauen wollte. Legen wir los. Genau, 3 Millionen Tote habe ich schon gesehen. Irre Zahl, krass. Alle 1,5 Sekunden. Boah. So, who are these killing machines? Let's take a look at the top 10 deadliest things in Azeroth. Number 10, Kobold Tunneler. Kobold Tunneler, klar, logisch, die müssen dabei sein. Hätte ich weiter vorne erwartet, muss ich zugeben. Nicht auf Platz 10. A quest sends you out looking for gold dust and large candles that these kobolds carry. Pretty basic stuff, but it can be tough when you're just starting out. We've all been there, no judgment. Number 9, Porcine Entourage. Prinzessin. Okay. Two of these can be found accompanying a boar named Princess in the Brackwell Pumpkin Patch in Element Forest. Quest from Moss Stonefield sends you in their direction. All 3 pigs have a charge attack that stuns. So for a lot of players, this is their face-first introduction to the joys of getting stun-locked. Number 8, Drowning. Kill count Ertrinken. 33.000 Leute. Ja, Wahnsinn. Leute, aufpassen. Meine Güte. Also mir ist es noch nicht passiert, zum Glück. Krass. Other Players, okay. Boah, doch schon viele, hey. Ah gut, ich denke, hier zählt Makoro auch dazu. For settling loot disputes, defending one's honor, or just to prove superior combat prowess, the time-honored tradition of Makara cannot be overlooked. Duels to the death are a new feature in hardcore. Lose, and it's all over. But win, and you get a stacking buff called String of Ears that keeps count of how much better you are than everyone else is at PvP. Number 6, Defias Pillager. Defias Plünderer. Wer kennt die nicht? Da muss ich kurz was dazu sagen, weil die sind wirklich gefährlich. Platz 6 auch verdient. Ja, fast noch ein bisschen weiter vorne erwartet. Aber ich muss zugeben, jetzt nicht im offiziellen Hardcore, aber wo es noch das Add-on gab, da haben die mich zweimal gekillt, also zweimal mit dem Schurken. Und ja, also die sind einfach so gefährlich, ey. Deswegen passt hier auf, bitte. Vor allem der Feuerball. Even Ragnaros himself gets jealous about how hard their fireballs hit. Plus, they spawn pretty fast, so it might be a good idea to get off their lawn before you sit down for a drink. Number 5, Wendigo. Kill count. Wendigo, Platz 5. Boah, okay, hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Ich bin hier auch noch nie gestorben bei dem Wendigo. Gut, die haben diesen Frostatem, aber ich finde, man kommt eigentlich ganz gut klar in der Höhle, deswegen wundert es mich dann doch. Actually not far from the starting area for gnomes and dwarves. They're found in fairly dense packs where attacking one probably means gaining the attention of at least a pair at a time. And their frost breath is a frontal AoE that can hit multiple targets at once. So, at least you get to die with your friend. Number 4, Defias Trapper. Kill count. Defias Trapper, okay. Da hätte ich gedacht, dass die Plünderer weiter vorne sind. Ich weiß, dass die Defias Trapper immer vorne sind auf der Liste. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Ich habe nie Probleme bei denen gehabt, muss ich zugeben. Klar, die können einnetzen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Leute so viele Probleme bei denen haben. Bei mir war das ehrlich gesagt nie so der Fall. Deswegen, ja, komisch. Aber gut. Statistik lügt nicht. And they've got a backstab ability that hits like a truck if they get behind you, which is great for them because you'll probably pull too many and try to run away, at which point they get to crit you in the back and post their sick parse in the Defias guild chat.
Number 3, Voidwalker Ah, Minion. ja. Kill Für count Horde-Spieler 7,891. wichtig. Voidwalker Aufpassen, minions can die be sind found echt gemein. alongside their Burning Blade Apprentice Summoners and Skullrock Durotar. Two things about them. One, they don't despawn when their apprentice dies. Surprise! And two, they tend to respawn right as you leave the cave. Number 2, Kobold Miner. Kill count Kobold Miner. 67,717. Kobold Miners can be found in the far Jetzt muss ich mal kurz schauen. Kobold Miner. Okay. Da hatten wir am Anfang auch welche. Das war die Tunneler. Ach so, okay, das waren Tunneler. Okay, da gibt es wahrscheinlich zwei. Also das sind dieselben wahrscheinlich. Nur heißen die halt anders. Aber das sind dieselben aus derselben Höhle. Deswegen wundert es mich gerade. Okay, die sind Platz 2. Verstehe. Ach, das sind die mit der Rüstungsreduzierung. Okay. Das ist echt heftig, der Debuff. Okay, Leute, ich weiß nicht, wer Platz 1 ist, ja. Ich wüsste es wirklich gerade nicht. Ihr könnt ja raten, noch habt ihr Zeit. Was denkt ihr, wer Platz 1 ist? Ich habe keine Ahnung. Mir fällt jetzt auch gerade keiner ein, wer auf Platz 1 sein könnte, weil es wurden eigentlich alle genannt. Vielleicht noch die Erntebehüter oder sowas. Vielleicht die oder die Richtung. Aber schauen wir mal. Platz 1. Fallschaden. Ach komm, nein. Ist das geil. Wie passiert das? Ich verstehe das nicht. 74, fast 75.000 Kills. Nein, komm. Okay, hier sind wahrscheinlich die Hälfte gestorben. Cooles Video aber. Taugt mir, ja. Das war's mit dem Video. Haltet euch den Termin morgen am Freitag frei. Da kommt bestimmt was Gutes auf uns zu. Ansonsten passt auf euch auf. Morgen gibt's wieder ein paar Tipps. Bis bald.